Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementette, das hier ist Reynardo, der noch nicht zu Dark Reynardo mutiert ist. Da unten steht die Liebe seines Lebens und sie wird jetzt Angst vor ihm haben. Zenobia was waiting for Reynardo. Ich hab mein Schwert She verloren. was alone, confident as always. Fire danced at the tips of her claws. Are you here to surrender? She seemed as cocksure as he felt. But she didn't know he had the stone. And I've missed you too, love. He chuckled. She spotted the stone and bolted without another word. Ja, jetzt ist mein Schwert wieder da. Okay, gut. Hinterher! Don't let her escape. Ja, wir wollen diesmal... Oh, ich wollte da weg. Mann, diese Flammendinger nerven am allermeisten. Sense. Schwertfu. Hey, ich habe den geblockt bei mir. Also ich habe das meines Erachtens nach rechtzeitig gedrückt, aber... Naja, ja, diesmal ist ja der Plan jetzt, sich zu Zenobia fortzukämpfen und zu versuchen, sie zu verschonen. Mal sehen, ob das klappt. Finally, Reynardo caught up to her. He had never seen her scared before. At school, she'd been the determined, brave one. Now her eyes were wide, frightened. He didn't like seeing her this way. Kill her, whispered the stone. You cannot win your rebellion without it. Please. No, said Zenobia. Not that way. Oh, they had been so close once. Could he really feed her soul to his demonic gem? But if he spared her, he would not get the full power of the stone. Oh, how could he be the hero he wanted to be? Genau, und wir werden jetzt verschone Zenobia, der Iblisstein. Er hatte große Macht versprochen im Tausch gegen Zenobias Blut. Und konnte Reynardo sie wirklich töten, jetzt wo sie ihm ausgeliefert war? Sie hatten sich in ihrer Jugend einst sehr nahe gestanden. Er könnte Zenobia verschonen, aber er glaubte nicht daran, dass sie sich ihm so einfach ausliefern würde. Wir sehen mal, was passiert. Reynardo hesitated. Zenobia was his greatest enemy. She was the Emperor's daughter and his greatest general. And the single person Reynardo least wanted to remove from this world. Especially that way. She was holding her arms out before her, hands fluttering, fending him off with hopeless urgency. Nope. She was weaving a spell. He couldn't move. This thing is evil, she said. She slid the Iblistone out of its slot in his gauntlet and slipped it into a bag. Maybe we can learn from it. She eyed him with a strange, wry, apologetic look. I missed you too. And before he could move again, she was gone. Learn from the Iblistone? What did that mean? Would she take it to the palace or to the observatory on the Nexus? If she thought it was evil, she wouldn't want it in the palace. And, after all, it was evil, wasn't it? Maybe I can outrace her to the observatory, thought Reynardo. Cats can run faster, but foxes can run longer. Okay. Das Observatorium it is. Gespannt, gute Idee, die Forscher zu fragen. Wenn man jemanden fragen sollte, wenn man das Ding austricksen will, dann die Forscher. Aber ich wäre auch sehr neugierig, was auf der anderen Route passiert wäre. Ach, das ist so ärgerlich. Dieses Spiel stellt einem so schwere Entscheidungen. Man will alles auf einmal machen. Also ich jedenfalls. Reynardo felt a little sick. Ever since Zenobia had taken the stone from him, he'd felt an ache that wouldn't go away. He missed it. He wanted it back. He needed it back. Why hadn't he killed her when he had the chance? She was the enemy. He hadn't even seen her in 14 years. Why had he hesitated? You're a sucker for an empowered woman. Reynardo kicked himself. Don't make that mistake again. Ja, das war kein Fehler. Reynardo hat ein bisschen was von These Gollum. platforms were great. Reynardo wanted one for his house. Ja, der Reynardo ohne Stein, also mit weggenommenem Stein, hat echt was von Gollum. Mein Schatz, mein Schatz. Ja, ja. Ich habe einen Titel für diese Folge. Yay. Klinkeli, klinkeli, klänkel.
Wir spielen großes Geplänkel. Flop, flop, flop. Ich bin so gespannt, was jetzt hier gleich passiert. Ich habe ja die dunkle Befürchtung, dass es dadurch hinausläuft, dass der Stein ihn korrumpiert hat. Und dass er deswegen... Ich hatte gerade noch mich umgedreht zum Blocken. Och, Alter. So. Ich bin sehr gespannt, ob der Stein, der ihn korrumpiert hat, ihn jetzt quasi, also ob er jetzt, ach Mist. Na gut, egal. Bisschen Leben können wir gerade gebrauchen. Bisschen mehr hätte da schon drin sein dürfen. Naja, egal. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt wirklich so ein... Ja, war er. Was it? Well, yes, but he still longed to have it back. He'd felt so good killing ravens with it, and yet he'd felt unclean ever since he'd touched it. She confused him. She'd made him want to be a better fox, and then she'd abandoned him, never telling him she was the Emperor's daughter, never contacting him since. Well, who was she to tell him the stone was evil? Tja, mal sehen, ob wir es hinkriegen, dass wir nicht gleich noch einen großen Fehler begehen und den Stein gewaltsam aus ihren Händen reißen. Diese Schiffsfahrt wird auch mit jedem Mal ein bisschen trickiger. Ist eigentlich ganz spannend, dass die Welt sich auch ein bisschen schneller bewegt, seit er das Buch hat. Das wird ja auch immer... These were no ordinary cannonballs. One thing, ordinary cannonballs were black. Das ist korrekt. Ich finde das ganz nett, weil das Spiel ja auch andeutet, dass das Buch irgendeine Auswirkung hat. Also jedes Mal, wenn man jetzt zurückblättert, sagt es einem ja auch so, hey, blättern die Seiten schneller als vorher? Ist das eventuell die Möglichkeit? Au. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufräumen. Ich kam nicht an den blöden Feuermagier ran, ich hab's versucht. Wir haben Hufu. Reynardo wondered how much his tailor was going to charge for all the holes in his clothes. Weiß ich nicht, aber das war kein guter Kampf. Das haben wir gewaltig verkacket gerade. Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Palim, palim. Boah, ich will Zenobia nicht umbringen. Reynardo, tu's nicht. Ist ein guter Fuchs. Oh, wir sind schon da. Und das ist noch alles heile. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Reynardo checked to make sure his sword was still working. Yep. Alles klar. Jetzt bin ich neugierig. Was passiert jetzt? The scientist's toes were pointing arcane instruments at the stone and looking at it through prisms and reflections. Mine, said Reynardo as he took back the stone. Well, we need it for science, croaked the toads. So he killed them. He felt better immediately. Smarter, too. I thought you'd never come for me, whispered the stone. Then, a far-speaker toad croaked in something like Zenobia's voice. Reynardo, leave the stone with the toads. It will swallow your soul. You'll kill everyone you love. That did seem vaguely familiar, but Reynardo had an army to lead. An empire to bring down. Alles klar. Es konnte nicht schaden, Zenobia wenigstens zuzuhören. Zenobia, die Adoptivtochter des Imperators und dessen größte Generalin, warnte Reynardo, der Stein würde seine Seele verschlingen. Vielleicht hatte sie recht und er war Kräften ausgesetzt, die weit über sein Vorstellungsvermögen hinausgingen. Sie waren Gegner, aber sie hatte ihn nie belogen. Vielleicht sollte er den Edelstein loswerden. Jupp. Töte die Fernsprecherkröte und führe die Rebellen zum Sieg. Das musste einfach eine Lüge sein. Natürlich würde sie das behaupten, sie musste ihn davon abhalten, die Rebellen zum Sieg zu führen. Ja, er musste zum Rebellenstützpunkt und diesen Krieg gewinnen.
nee, wir wollen jetzt versuchen, den Stein zu besiegen und deswegen nehmen wir Zenobia zuhören, Stein loswerden. I know you can fight this thing. Zenobia continued in the far speaker's croak. You let me live. You know how evil it is. It will destroy you, Reynardo. It will destroy everything you love. He had tried to convince himself that this time he would control the Iblis stone. But he could feel his will becoming brittle. She was right. He would get rid of it. Right? Now. Or now. He didn't really want to. I know. I'll go to the mountains, Reynardo thought. I'll find the strength to do it in the peace and quiet there. Okay. Schätzungsweise wird das natürlich auch wieder nicht funktionieren. Schätzungsweise müssen wir dieses neue, freigeschaltete Ende dort nehmen, um das richtige Ende hier freizuschalten. Mal gucken. As the Farfarer landed at the foot of the mountains, Reynardo was surprised to find Lapino there. What are you doing here? Oh, you wouldn't believe it. I was stowed away on an Imperial courier ship, dressed up as a combat nurse carrying a general's beak transplant. This is not a great time, said Reynardo, who was pretty sure he did not, in fact, believe Lapino's story. That's when you need your friends, said Lapino. I just need some peace and quiet, said Reynardo, and grimly set out on the path. Okay. Wenigstens haben wir Lapino diesmal noch nicht umgebracht. Eine Verbesserung zum letzten Mal. Aber das letzte Mal haben wir alles und jeden umgebracht. Gegner? Gegner. Ich wollte den nicht angreifen. Die explodieren halt so total, also das ist etwas, was mich am Kampfsystem minimal, also nein, nicht am Kampfsystem, was mich stört. Das Timing von denen, wann die explodieren, ist total blöd. Wenn man die anhaut, dann brauchen die eine halbe Ewigkeit, bis die explodieren tatsächlich. Wenn man die, also wenn man hingeht und die nur schlägt, dann dauert das eine Ewigkeit, bis sie dann explodieren. Wenn man dann aber in dem Moment nochmal in diesen Radius reinläuft, dann explodieren die instant, so dass man da auch kaum noch ausweichen kann. Also das finde ich ein bisschen schade. Heilt der die? Aber der hat ihn geheilt. Lümmel. Den keiner geheißen. Das war ja ein mega hoher Dingens, Gebummens Weg. Weg ist das Wort, das wir suchen. Plim, 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 plim. Und weiter nach oben mit den Fahrstuhlplattformen. Gegner? Gegner, hab ich mir gedacht. Bisschen Eis. Schade nicht, dann ist es nicht mehr genug. Was, das war alles? Lame. Okay. Oh. Reynardo told his friend how he had slaughtered the toads. And how he had nearly slain Zenobia. A terrible burden, this Iblis stone, sympathized the rabbit. Yeah, but I need it. For the rebellion. Do you now? You know, you're a pretty fine fighter before you're wielding a demonic decoration. Oddly, the sword wasn't whispering at him to kill Lapino. Up ahead in the mountains, there was a peaceful spot. If he could rid himself of his burden anywhere, it was there. Nice, wir müssen Lapino nicht umbringen. Finde ich schon mal einen sehr guten Anfang. Liebe Leute, ob wir es schaffen werden, mit unserem Willen gegen den Stein anzukämpfen oder ob der Stein gegen uns ankämpfen wird, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage ciao, ciao.